Herzlich willkommen bei unserem Digital-Talk, heute mit Gunter Tommerer, Vertriebsleiter Süd. Hallo Gunter, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, danke für die Einladung. Gunter, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen und ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Ich bin mittlerweile seit 25 Jahren im Außendienst, im Vertrieb. Zuvor war ich bei einem Baustoffhersteller tätig, im technischen Vertrieb, und seit mittlerweile 19 Jahren gehöre ich der König und Bauer Familie an. Und in den letzten 4 Jahren bin ich tätig als Vertriebsleiter für den Außendienst in Süddeutschland. Gunter, jetzt hat sich natürlich viel gewandelt in den vergangenen Jahren, insbesondere natürlich auch im letzten Jahr. Wie würdest du das beschreiben? Nach welchen Kriterien sucht ein Kunde heute seine Kennzeichnungstechnologie aus und was sind da so die größten Veränderungen, wenn man jetzt vielleicht 5 oder 10 Jahre zurückguckt? Wenn ich zu meinen Anfängen zurückschaue, war es für die Kunden sehr wichtig, immer möglichst schneller, höher, weiter mit seinen Produkten zu kommen. Es waren technische Merkmale, die den Ausschlag gegeben haben. Das hat sich in der heutigen Zeit doch sehr geändert. Den Kunden ist es wichtig, dass wir Konzepte vorlegen können, Konzepte bezüglich Service, Verfügbarkeiten, Full-Service-Verträgen und natürlich auch der Vernetzung der Produkte, zum einen in der Maschine selbst oder auch der Anbindung an vorhandene Warenwirtschaftssysteme oder Firmennetzwerke. Jetzt geht es ja sehr stark auch bei unseren Digital-Talks um das Thema Digitalisierung. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, welche Fragen Kunden dir da stellen oder auch welche Anforderungen da an dich und an uns gestellt werden momentan. Die Fragen, die auf mich in der letzten Zeit sehr häufig zukommen, ist natürlich, welche Möglichkeiten haben wir, gerade auch in der aktuellen besonderen Situation mit Corona, wie können wir auf unsere Geräte zugreifen? Das heißt, der Remote-Service steht hier sehr im Vordergrund. Welche Daten können wir auch aus den Geräten bekommen, um unsere Produktion auch in Zukunft stabil zu halten, voraussehen zu können, wann Stillstände eintreten und natürlich eine sehr hohe Verfügbarkeit der Produktion garantieren können. Wenn wir jetzt mal einen Schritt beiseite gehen zum Thema Innovationen, was waren da vielleicht Anforderungen, die die Kunden an dich gestellt haben, wo die gesagt haben, Mensch, da wäre es toll, wenn ihr da nochmal einfach was an euren Produkten machen könntet. Was waren das vielleicht für Themen? Die Anforderung, die immer wieder gestellt wird von unseren Kunden, ist, dass die Systeme einfacher werden, einfacher zu bedienen werden, ähnlich einem Handy oder einem Tablet. Die Benutzeroberflächen müssen für viele Schichten von Bedienern einfach verständlich sein. Und dahingehend ist der Wunsch da, dass eine Eingabe oder eine Bedienung des Gerätes sehr einfach, sehr simpel ist. Jetzt hast du es ja gerade selber schon angesprochen, ganz andere Anforderungen, andere Herausforderungen. Wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wagen würdest, was glaubst du, wie dein Shop in 10 Jahren aussieht? Ich hoffe nicht, dass ich als Avatar in einer virtuellen Welt enden werde. Ich sehe den Vertrieb oder auch meine Person in 10 Jahren dahingehend, dass wir diese neuen Technologien, die uns zur Verfügung stehen, die Augmented Reality, dass wir dies nutzen, um unseren Kunden komplexe Abläufe besser erklären zu können, einfacher erklären zu können, verständlicher erklären zu können. Und dass wir auch in dieser Situation mehr digital mit dem Kunden Kontakt haben werden, auch Kontakte suchen müssen auf dem digitalen Wege. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, und es wird auch in Zukunft wichtig sein, ist der persönliche Kontakt. Der persönliche Kontakt zum Kunden, um auch hier eine Vertrauensbasis zu schaffen, das wird auch in Zukunft unerlässlich sein, weil Maschinen werden nicht von Maschinen verkauft, sondern von Menschen. Perfektes Schlusswort, nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für das interessante und spannende Gespräch. Danke. Ich habe zu danken. Danke dir.